Und ich denke, da ist zu viel Grünes noch mit bei. Das Grüne sind alles unreife Körner. Weiter geht, Leute, im Programm. Moin und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Moin ist nicht. Es ist hier 21:06 Uhr. Wir sind auf dem Raps unterwegs, Herbizid. Wir fahren dieses Jahr Vorauflaufstrategie. Letztes Jahr habe ich mich dagegen entschieden, weil wir natürlich nicht so diesen freien Acker hatten wie dieses Jahr. Weil wir halt mehr Stoppel, mehr Organik an der Oberfläche hatten. Und dann habe ich mich für die spätere Variante entschieden, wo man eher mit Blattherbiziden arbeitet. Aber jetzt Vorauflauf kriegt man auch wunderbar die einjährigen Gräser mit und auch Windhalm und Ackerfuchsschwanz, der hier eigentlich, hier ist er ein bisschen, auf der Fläche ist er hier ein bisschen. Ja, 21 Uhr, ich bin jetzt 14 Stunden am Arbeiten. Wollte zwischendurch eigentlich mal nach Hause, mal vielleicht mich eine Stunde hinschmeißen, weil ich wusste, wir haben ja heute den 24. Wir haben gestern früh den letzten Raps gelegt. Wollte eigentlich gestern mit Detlef, gestern Abend wollte ich eigentlich spritzen, aber Detlef hatte ja noch die Dichtung von den Teilbreiten gewechselt und da kam er auch erst später zu, weil wir haben uns ganz spontan entschieden, komm, wir versuchen den Drachenkopf zu dreschen und den Öllein. Was soll ich euch sagen, Leute? Der Drachenkopf ist nichts geworden. Also da ist jetzt die letzten 2 Wochen so krass Melde durchgekommen. Der sah ja vorher noch einigermaßen okay aus, aber die letzten 2 Wochen so krass Melde. Ich habe da eine Bahn hoch und runter gedroschen und das war einfach nur grüne Motter. Wir haben das auch irgendwie versucht noch rauszureinigen, aber es ist nicht möglich. Es ist einfach nur eine grüne Matsche. Richtig mit Pflanzensaft voll, ne? Da ist die Melde, die weiß ich nicht, das ist ja ein Wahnsinnszeug. Ja, naja, also den Drachenkopf müssen wir beerdigen für dieses Jahr, das wird leider nichts. Nächstes Jahr umso besser, also beim Drachenkopf, bei den Ölkulturen denke ich mal, bleiben wir bei. Der Schwarzkümmel ebenso, den können wir beerdigen, das wird leider auch nichts. Ich habe mich auf den Creator Days mit einem Mitarbeiter von New Holland unterhalten, der hat mir erzählt, der hat 3,5 Tonnen Schwarzkümmel geerntet auf dem Hektar. Ist natürlich ein Traum. Ich wäre vielleicht bei 300 Kilo, aber auch die ist zu viel Grünmasse drin, ich krieg's nicht sauber. Nächstes Jahr dann mit Pflanzenschutzstrategien und entsprechend richtigen Saatgut beim iberischen Drachenkopf. Ja, Öllein, Tonne Ertrag, ist aber noch nicht ganz fertig. Die Hälfte ist jetzt abgedroschen. Wir haben den gestern Abend aufgehört, weil ich hatte kein Diesel mehr im Mähdrescher. Ich habe nicht nachgetankt und habe gedacht, komm, wir fahren nur Drachenkopf dreschen, dafür reicht's. Unsere Tankstelle war auch alle. Morgen früh kommt Neues. Und und dann haben wir gesagt, jetzt hier 2 Runden und dann sind wir 2 Runden rumgefahren. Das sah ganz gut aus, schöne große Körner. Das nehme ich euch morgen mit dem Vlog auf. Ich habe es nicht gevloggt, beides nicht, weil ich Lisi und Anton mit hatte. Wir hatten Familiennachmittag. Und die beiden sind die ganze Zeit mit mir mitgefahren und gestern Abend waren wir hier noch Schneckenkorn streuen. Ja, so das war der Tag. Also der Raps ist jetzt hier versorgt. Wenn es jetzt hier ab morgen soll es wohl regnen. Übermorgen soll es so regnen, ist der Raps durch. Und diese Behandlung muss ich auch machen, bevor der aus der Erde kommt. Also maximal 2-3 Tage danach. Und dann muss das schon gesessen haben. Jetzt sind wir im 3. Tag. Also im 3. Tag nach dem ursprünglichen Anfang. Und ja, so sieht's aus. Unsere Spritze hat übrigens Gestänge, Einzel-LED-Beleuchtung, ist mega. Also ich kann es auch mal hinten das Licht ausmachen. Und man kann wirklich bis zum Rand gucken, ob die Düsen gut funktionieren. Man sieht den Rand wunderbar. Ist herrliches Arbeiten, muss ich echt sagen. Ja, ich spritze eigentlich nachts am liebsten. Eigentlich nicht, wenn man noch zusätzlich ein paar Stunden draufpackt. Aber nachts sind die Bedingungen einfach perfekt. Wir haben nachts immer Windstill, fast immer Windstill. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind halt weiter im Norden. Wir haben immer Wind. Es gibt immer Wind tagsüber.
Klar ist die Grenze 5 Meter pro Sekunde, bei einigen Wirkstoffen 3,5 Meter pro Sekunde. Ich glaube, Clomazone zum Beispiel gehört dazu, 3,5 Meter pro Sekunde. Und ja, wir haben jetzt hier absolute Windstille und das ist fürs Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln einfach perfekt. Zudem haben wir hier nachts natürlich den Tau, der sich jetzt hier auf die Flächen legt. Das heißt, Bodenwirkstoffe wirken einfach besser, weil wir dann mehr Wasser zur Verfügung haben. Also wir haben ja jetzt hier 200 Liter Wasser auf den Hektar, aber wenn uns der Tau nochmal hilft, dann sind das auch gerne mal nochmal 1000 Liter pro Hektar obendrauf nur an Tau. Und das bringt das Ganze einfach besser in Lösung. Der Wirkstoff verteilt sich besser und wir haben einen viel besseren Effekt. Ganz großes Plus ist auch noch, wir haben keine Sonne, die jetzt direkt die Feuchtigkeit aus dem Konzentrat, aus der Spritzbrühe zieht und auch den Wirkstoff verfliehen lässt. Das haben wir einfach alles nicht. Und deswegen, ich bin einfach ein totaler Fan vom Nachtspritzen. Muss ich ehrlich sagen, ist natürlich blöd mit der Arbeitszeiten, weil komischerweise arbeitet man tagsüber trotzdem genauso viel und fährt dann nachts trotzdem spritzen. Aber naja, bleibt nicht aus. Aber die Bedingungen sind einfach perfekt und man hat einfach super Erfolge. Also die Wirkstoffe wirken auch deutlich besser. Das ist so. Das ist einfach so, dass das einfach alles besser funktioniert. Ja, also das wäre ungefähr das. Iberischer Drachenkopf ist beerdigt. Laien 1 Tonne auf Hektar, passt irgendwo in die Welt. Für die Bedingungen, es war halt einfach trocken, muss man sagen. Und ja, das nehmen wir dann morgen noch einen Vlog auf. Ich bin auch jetzt ein bisschen platt. Ich wollte eigentlich auch Drohne fliegen. Ich weiß ja, ich bin so platt. Ey. Ich muss noch eine Spritze fahren. Wie gesagt, ich bin dann irgendwie 24 Uhr, 1 Uhr fertig. Und ja, ich habe nicht mal Lust, jetzt hier anzuhalten, eine Drohne rauszuschmeißen. Obwohl es so schöne Bilder geben würde. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, der Himmel ist so bläulich, rötlich. Und wir haben natürlich auch ein geiles Lichtspiel auf dem Feld, was man, glaube ich, geil sieht. Aber ich glaube, das machen wir ein andermal. Genau, also ich war heute den ganzen Tag, wir haben jetzt zu tun mit Ölpressen, also Merch Shop ist ja angelaufen, mit Ölpressen, Rapsölpressen sind wir nach wie vor dabei. Wir haben jetzt die Woche die Etiketten, also jetzt geht das alles raus. Also es ging Montag schon los mit alles raus. Wir haben da ein bisschen länger warten müssen, leider auf die Analysen und auf die Etiketten. Jetzt wollten wir eigentlich Leinöl, jetzt auch Leindotteröl auch direkt anschieben, aber wir warten nach wie vor immer noch auf die Auswertung. Das ist jetzt, wir sollen es wohl Montag bekommen und dann werden es wohl über 3 Wochen. Auf jeden Fall haben wir heute dann auch schon mal Leindotter gepresst und der setzt jetzt 2 Tage ab und Freitag werden wir den dann abfüllen, passt ganz gut, ist ein Regentag. Freitag werden wir den dann abfüllen in 100 und 500 Milliliter Flaschen. Der ist natürlich teuer, machen wir uns nichts vor. Die Tonne 2.500 Euro. Wir brauchen ungefähr, also wir kommen auf 250 Milliliter, die wir aus einem Kilo bekommen. 200 bis 250, also die erste Austestung, was wir gemacht haben, waren 220. Also ich denke, vom Gefühl her war es jetzt ein bisschen besser, weil die Körner nachgehärtet sind. Und ja, rechnet euch das aus. Wir brauchen allein 2 Kilo, also 5 Euro brauchen wir nur schon Sämereien dafür. Und ja, dann kommt noch Flasche. Und das Größte, muss man echt sagen, das Größte ist die Arbeitsleistung an den ganzen Dingern. Das ganze Abfüllen, das ist handbeklebt, das ist handverschlossen, das ist alles mit der Hand gemacht und das kostet echt viel Geld. Also wenn man das da hochrechnet, wie viel man tatsächlich für jede Flasche braucht und wie oft man die in der Hand hatte, das ist natürlich der größte Preistreiber, die Handarbeit. So, genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarkt geht, ich gucke da jetzt ein bisschen mehr bei den Preisen und beim Öl, da habe ich für 1,70 Euro den Liter Öl, ne? 1,70 Euro. Wenn ich 1 Liter Öl presse, da bin ich schon bei 2 Euro nur an Rapskosten. Also nur für die Rapssaat. Ne? So, dann kostet aber die Flasche kostet ja auch schon mal nur 1 Euro. Versteht ihr? Also fragt sich echt, Alter, die können, klar, die holen natürlich, wenn Raps 48% Öl hat, dann holen die auch 48% raus. Ich bin so bei 30, 33%. Das heißt, in dem Verfahren, wie wir es ja machen, dieses Kaltpressen, bleibt ja noch mal ein bisschen was übrig. Die pressen ja auch zweimal. Oder es ist halt raffineriert. Und das halt, deswegen schmeckt es am Ende auch nicht mehr nach was. Ne? Also unser Rapsöl schmeckt ja wirklich wie ein Rapskorn auch schmeckt. Und ja, aber
der im Discounter kaufen möchte, kann auch weiterhin im Discounter kaufen. Also unser Produkt ist sicherlich auch nicht etwas, was man mit einem 1,70 € Liter oder halber Liter aus dem Discounter vergleichen kann. Liter, genau. Liter. Das Liter 1,70 €, ey. Das ist, überlegt mal. Das reicht gar nicht, 2 €. Ich brauch ja 3 Kilo, ungefähr 3 Kilo für 1 Liter Rapsöl. 3 Kilo, na, sagen wir mal 3,5, wir haben ja noch ein bisschen Satz und Ausschuss und so, das setzt sich ja noch ab. Also überlegt mal, Tonne 800 €, jetzt sagt ihr, ja, aktuell gibt es sie für 650, na klar, ja, aber ich habe ja den anderen Teil für 800 vermarktet und hätte ja vielleicht im Winter auch noch eine Option für mehr zu vermarkten, aber ungefähr. Und überlegt mal, also könnt ihr fast sagen, also 2,50 €, 2,60 € ist nur das Raps. Was für 1 Liter Rapsöl und da gibt es das für 1,70 € im Discounter. Das ist schon krass. So, hatte ich hier mal ein paar Probleme. Hatte ich ja noch nie, dass der hier irgendwie das Gestänge mit einmal schräg macht und sagt auch nichts. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Macht einfach das Gestänge schief und sagt nichts. So, aber hier bin ich doch drauf, ne? Ja. Also so, da waren wir stehen geblieben. Beim Rapsöl, beim Discounter. Also ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Genau. Kriegen wir hin. Also, ich war stehen geblieben. Das haben wir jetzt heute den ganzen Tag gemacht. Matchtassen abgeholt. Dann haben wir natürlich noch neuere, coole Ideen. Also es wird sich so ein bisschen durchwechseln alles. Müssen uns da erstmal ein bisschen einspielen. Gut. Ich glaube, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Bis dann, Leute. Bis morgen früh. So, herzlich willkommen. Weiter geht's. Nächster Tag. Wir haben jetzt 13 Uhr. Und wir versuchen uns mal wieder weiter am Lein. Das hat letztens eigentlich ganz gut geklappt. Was man natürlich sieht, der ist hier auf dem Sandberg wirklich sehr, sehr dünn. Also ungefähr das, was wir letztes Mal gedroschen haben, müsste ungefähr 1 Tonne auf dem Hektar sein. Das ist jetzt natürlich nicht das, was wir hier sehen, sondern da nachher auf den anderen Seiten sieht es ein bisschen besser aus. Wir wollen jetzt nachher den Hanf dreschen. Größte Problem beim Hanf, Färberdistel, jemand finden, der das trocknet. Die Jungs hier in der Gegend haben halt richtig große Trocknung, nur ab 50 Tonnen, ab 20 Tonnen. Jetzt habe ich vorhin mal Geistesblitz gehabt, Matze Stralsund mit seiner Novak. Ihr kennt ihn aus dem Video letztes Jahr. Matze ist auch so ein Kumpeltyp, wisst ihr, der bemüht sich auch wirklich, dass er einen geholfen kriegt. Der sagt, Johannes, ich weiß auch nicht so recht, aber bring mal vorbei, ich trockne dir das schon irgendwie. Und das werden wir jetzt mit dem Hanf machen. Also wir werden nachher mal einen Probedrusch Hanf dreschen. Also ich bin der Meinung, der ist reif. Will auch nicht zu lange warten, weil jetzt werden die Nächte auch immer nasser und immer kühler werden die Tage. Wir haben jetzt heute noch den letzten Tag mit 28 Grad, Wind hier, Bombenbedingungen. Ne? Den Lein haben wir jetzt gereinigt und haben den tatsächlich auf einer Plane schier ausgebreitet mit 1 Zentimeter Dicke und haben den jetzt fast komplett runtergetrocknet die letzten 2 Tage. Das machen wir jetzt hiermit auch noch. Wichtig ist, glaube ich, heute, dass wir den sofort reinigen. Weil nämlich, wir haben den letztes Mal eine Nacht stehen lassen und da war doch noch Mühmelde drin. Und da zieht natürlich sofort die Feuchtigkeit an über Nacht. Deswegen haben wir es jetzt so ausgebreitet. Ist natürlich dann naturgetrocknet, ist ja auch umso geiler. Ne? Ist auch für die Natur halt auch ein bisschen geiler. Aber da werden wir noch über die Jahre besser. Also jetzt haben wir schon mal Reinigung, da müssen wir mal gucken. Ich habe schon einen gefunden, der stellt eine mobile Trocknung her. Muss ja keine großen Mengen können. Ne? Klar wäre das irgendwie geil, wenn man damit auch noch Mais und Sonnenblumen trocknet. Aber das muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Das große Problem ist, Mais und Sonnenblumen brauchen wir dann auch wirklich wieder Durchsatz am Tag. Irgendwie so 50 Tonnen mindestens am Tag, damit da überhaupt was geht. Und bei diesen kleinen Kulturen haben wir teilweise auch nur 5 Tonnen. Die wir auch irgendwie trocknen müssen. Ne? Deswegen ja, müssen wir mal gucken. Eine richtig große Trocknung ist auch einfach zu teuer. Was vielleicht noch eine Alternative ist, ist ein Trockencontainer mit der Abwärme von der Biogas. Da habe ich mal geguckt, kostet 20.000 € die im Netz. Vielleicht bauen wir uns da einfach was mit den Sportkippern.
Ich weiß noch nicht, ich habe da auch schon gesehen, da haben die dann halt unten so einen ganz feinen Siebboden, da schicken sie die Warmluft durch und dann haben sie eine Lochbohrung im Hänger gemacht und da schließen sie das Ganze an der Lüftung. Das ist natürlich zum nächsten Jahr, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Was nur hier beim New Holland ein bisschen auffällt, der hat halt tatsächlich auch noch so einen langen Tisch, dass so viel Leinen, den wir hier abschneiden, da schwer rüberrutscht und dann kriegen wir nicht richtig mit der Haspel da rangegriffen. Also ganz ehrlich, für sowas ist natürlich hier ein McDonald's prädestiniert. Ne? Wir holen uns das jetzt immer so schluckweise hier rein, weil es sich erst einmal was ansammelt, bis die Haspel das dann reindrückt. Ab hier ist es dann auch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt auch Wind runtergenommen. Ich lasse das jetzt lieber ein bisschen dreckiger und reinige das dann jetzt zu Hause nach. Dann habe ich halt ein bisschen weniger Verluste. Ich fahre jetzt aktuell Rotor auf 1080 Umdrehungen. Jetzt lasst euch nicht beirren, 1080 Umdrehungen ist bei diesem Drescher nicht wirklich viel. Ist ja ein 17 Zoll Rotor. Das heißt, da wo viele Drescher, die 1200 Max haben oder so, da bin ich mit 1800 mit der Außengeschwindigkeit der Rotoren. Ne? Weil der Rotordurchmesser halt kleiner ist. Ich habe ja nur 17 Zoll, kein 22. Ansonsten drischt sich das Zeug gut. Ist ein bisschen grünlich, na klar. Ist jetzt also oben, der Lein rasselt. Ne? Wenn man den sozusagen ein bisschen schütteln kann, rasselt, dann ist der sozusagen reif, dann kann man ihn dreschen. Wie gesagt, wir haben den mit 13% jetzt gedroschen gehabt. Ich kann ja gleich noch mal eine Probe ziehen, wenn ich jetzt hochfahre. Und ja, 1 Tonne auf dem Hektar. Ich meine, der hat halt auch massiv unter der Trockenheit gelitten. Keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht geguckt, für was wir aktuell den Lein einkaufen. Ich orientiere mich eigentlich immer daran, für wie viel Futter XL einkaufen würde. Das ist immer so ein bisschen meine Vermarktungsschwelle. Ich denke schon, dass alle Ölkulturen im Anbau bleiben. Das mit dem Lein und mit dem mit dem Schwarzkümmel und mit dem Drachenkopf ist natürlich ärgerlich, aber ich bin der Meinung, nächstes Jahr bekomme ich es hin. Das will ich unbedingt weitermachen. Der Leindotter hat super funktioniert. Den werde ich nächstes Jahr wieder als Reinkultur machen und ein Teil als Mischkultur mit Erbse und Hafer, mit grüner Erbse. Grüne Erbse ist sehr, sehr teuer, kaufen wir aktuell ein für, glaube ich, 700 € die Tonne. Das ist auch ein Zeug, was, glaube ich, sehr, sehr schwierig... Ich muss ein bisschen mehr Wind geben. Was auch sehr, sehr schwierig wohl stehen bleibt, so wurde mir das gesagt. Also der kippt wohl schnell um und verzweigt sich, aber ich denke mal mit Hafer und Leindotter alles zusammen als Stützfrucht, glaube ich, ist das gar kein Problem. So, ich kann natürlich mir auch hier eine AB-Linie einfahren, so, und ja, mache ich wahrscheinlich auch gleich, aber irgendwie bei so kleinen Flächen bin ich immer irgendwie zu faul. Ich habe da auch gar kein Problem. Ich bin viele Jahre auch ohne GPS, ohne alles gefahren. Deswegen fällt mir das auch manchmal gar nicht so auf, wenn ich hier sowas dresch. Hat Lisi dann auch gesagt, ja, warum machst du denn nicht Autopilot? Ach ja, stimmt ja. Stauben tut das Zeug auf jeden Fall. Also reif ist es. Und ja, ich glaube, ich muss da einfach noch ein bisschen optimieren. Auf dem Hanf bin ich super gespannt. Auf eine Art bin ich total gespannt. Auf andere Art habe ich natürlich auch Angst vor den ganzen Stories mit, ja, wir mussten unseren Rotor mit der Kettensäge freischneiden. Ich habe da auch jetzt gleich hier beim Lein, habe ich hier schon mal gerade im Buch geguckt und das sieht schon sauber aus. Und hier jetzt auch nochmal. Beim Hanf gucke ich dann auch gleich nochmal. Also hier steht er deutlich besser, der Lein. Auch schön große Körner, zeige ich euch gleich mal. Oder zeige ich euch nachher mal oder auf dem Haufen. Ich muss das jetzt natürlich auch die warmen Tage nutzen. Ich muss mich aber auch heute trotzdem ein bisschen beeilen, habe nicht so viel Zeit. Ich fahre 2 Stunden mit dem Trecker ungefähr nach Stralsund. Je nachdem, wie viel da zusammenkommen. Wir sind auch überlegen, ob wir das mit den Sportkippern machen oder mit dem Überladewagen. Ich habe da auch Angst, das über Nacht stehen zu lassen.
Sodass ich denke, was ist, wenn das über Nacht warm wird, ne? Dann kannst du die ganze Tour wegschmeißen, das ist schade um den ganzen Hanf. Dann kann ich das allerhöchstens noch für Futterzwecke nehmen, aber wenn das Öl halt schon ein bisschen muffig schmeckt, ist auch nicht geil. Deswegen halt direkt dreschen, auf dem Hänger laden und rüberfahren zu Matze. Also nach dem Dreh letztes Jahr mit der Novak bin ich auch natürlich mit Matze in Kontakt gewesen. Ich war dieses Jahr auch nochmal Bestände gucken, seine Direktsaatbestände, wie die aussehen. Und tausche mich ab und zu immer mal wieder wegen pflanzenbauliche Dinge mit ihm aus. Einfach so ein bisschen Ideen sammeln. Svenny ist aktuell die Zwischenfrucht drillen, da sind wir jetzt auch weiter bei. Raps ist ja in der Erde, Zwischenfrucht drillen, morgen soll es Regen geben und dann soll es wohl auch nur noch 20 Grad tagsüber bleiben. Werden wir sehen, wie warm das wird. Aber heute ist halt noch so ein perfektes letztes Trashwetter, ne? Das muss man einfach mal ausnutzen hier. Ja, dann habe ich heute noch den Drescher gründlich von innen gereinigt. Der ganze Melde war innen alles verklebt, Siebe verklebt. Also wer schon mal Melde gedroschen hat, der kennt die ganzen Problematiken. Die Melde lässt einfach den Drescher von innen komplett verkleben, diesen grünen Zeug. Ich glaube, ich nehme euch einfach mal ein bisschen länger mit. Ich habe ja momentan ein bisschen das Pech, dass wir hier, also heute hier wäre es wahrscheinlich gegangen mit Stream, aber dass wir da, wo wir jetzt gerade den Raps machen und wo wir jetzt die Flächen mit dem Weizen hatten, dass der Empfang da über die letzten Wochen immer schlechter wurde. Ich kann da gar nicht mehr streamen. Und ja, dann will ich euch hier einfach ein bisschen länger mitnehmen. Also ihr sollt nicht wissen, ich bin von Twitch nach wie vor nicht abgeneigt, aber ich brauche dafür guten Empfang und ich habe schon einen externen Router und ich habe auch Antennen und alles, aber wenn Funkloch, dann Funkloch. Wenn keine Leistung ist am Turm, dann ist einfach da keine Leistung. Und es ist egal, ob ich mit einem 5G-Handy das mache oder nur mit LTE oder es ist einfach grottenschlecht geworden. Aber mal sehen, vielleicht ist auch irgendein Masteffekt da hinten in der Region. Obwohl wir waren letztens in der Innenstadt, 20 Kilometer von hier, 4 Leute direkt Innenstadt und haben unser Netz gemessen. Selbst da hätte es nicht für mehr gereicht. So, aktuell fahre ich jetzt hier 6 km/h, Boden ist ja schön eben. Ich werde wahrscheinlich den Line auch nächstes Jahr ein bisschen auf besseren Standort stellen, hier nicht auf so eine Wüstenkuppe hier, aber muss mir auch über den Anbauplan für nächstes Jahr noch Gedanken machen. Wie viel ich freilasse. Ich habe jetzt auch Angebote gekriegt für Saatgut, beziehungsweise ich habe jetzt Saatgut noch nicht geordnet für Weizen und Gerste und sowas, aber da wird ja schlecht, Alter. Das ist die Tonne 720 bis 750 Euro für Saatgut, Alter. Wir waren letztes Jahr bei 400 und, also fast verdoppelt. Na klar, werdet ihr jetzt alle sagen, natürlich, ja, die normalen Preise haben sich ja auch verdoppelt und so. Ja, nicht zwingend und nicht komplett. Aber die Aufbereitung und der Anteil für die Bytes und alles und für die Vermehrungspauschale ist ja eigentlich nicht teurer geworden.
Aber ich glaube, den Hanf werde ich auf jeden Fall mit Autopilot dreschen, da habe ich ein bisschen Angst vor. Also vor dem habe ich echt Respekt, muss ich echt sagen. Ich habe auch überlegt, erst die Färberdiesel zu machen, aber der Hanf fängt halt schon ein bisschen an auszufallen. Da sind jetzt auch die Stare den ganzen Tag drin, von daher denke ich, ist das so ein bisschen wichtiger. Und die Färberdistel ist einfach eine abgetrocknete Pflanze. Ne? Hanf ist ja so grün und bleibt ja grün. Matze wird übrigens auch mit seiner Nova kommen, wird auch nach dem Raps hier bei mir Direktsaat machen. Und wird auch hier die Flächen in Direktsaat dann bedrillen. Weil ich habe Angst natürlich mit diesen ganzen Sonderkulturen, jetzt hier Leinen ist ja nicht schlimm, aber gerade den Hanf zu verbuddeln mit einem Grubber und dann die nächsten 20 Jahre davon zu was haben. Deswegen lasse ich die Saat da an der Oberfläche, dann verliert sie einfach ihre Keimfähigkeit. Also entweder keimt sie aus oder sie verliert die Keimfähigkeit und einen ganz großen Teil holen die Vögel und dann hat sich das, ne? So, genau. Heute haben wir noch ein bisschen Leindotter gepresst. Das habe ich jetzt, wollte ich euch eigentlich aufnehmen. Ich habe daraus Insta-Stories gemacht. Ich habe das auch ein bisschen verschwitzt, so einen Vlog mit aufzunehmen. Kriegen Montag da wahrscheinlich die Ergebnisse. Also heute ist ja der 25. August, aber wir kriegen Montag dann die Ergebnisse. Heute ist Donnerstag und ja, dann geht das Ganze in Verkauf. Kleiner Fun-Fact: eine Beprobung für eine Kultur kostet 450 €. Wir lassen ja auch den Rauchpunkt und alles mit ermitteln. Zum Beispiel der Raps hat 234 Grad bei Rauchpunkt. Das heißt, der ist sogar frittiergeeignet. Das Rapsöl, also braten ohne Probleme, Kaltspeisen ohne Probleme, frittieren natürlich. Na gut, ich dresche jetzt hier mal. Ich werde mal gleich noch eine Probe nehmen und dann sage ich euch, wie feucht das war. So, ich bin da jetzt einfach mal reingefahren. Einfach blauäugig, wie ich ja bin. Und ich denke, da ist zu viel Grünes noch mit bei. Das Grüne sind alles unreife Körner. Ich glaube, der braucht noch eine Woche, 2 Wochen. Da würde ich die Ernte im September verschieben. Weil ich habe das jetzt gemessen, das ist so viel, dass es nicht messbar ist. Und dann würde ich noch mal in die Färberdistel reingucken. Gucken, was die so sagt. Weil da kommt Detlef schon. Weil das ist ja, das muss ja auch, A, muss das trockenbar sein. Und zweitens kann das ja jetzt hier noch nicht heiß sein. Oder gleich heiß werden, ne? Was waren das jetzt? 100 Kilo, 200 Kilo? So, Hanf eine Bahn gedroschen, wie gesagt. Ist noch ein bisschen nass. Färberdistel könnte auch noch ein bisschen. Die ist hier unten auch noch ein bisschen grün. Die lassen wir mal noch bis nächste Woche. Also ich mache mir jetzt hier bloß eine kleine Stelle zum Umdrehen. Aber die drischt sich ganz cool. Da habe ich jetzt durchschnittlich 2 Tonnen auf dem Hektar. Das ist das, was er anzeigt. Kann ich gleich auch noch mal einmal im Korntank rein zeigen, wie es da aussieht. Und ja, Melde ist natürlich auch hier wieder drin, aber das Gros ist sauber. Und vor allen Dingen hier können wir richtig mit Wind arbeiten, weil die Körner halt richtig schön schwer sind. Zack, dann sind wir einmal umgedreht. So, also müssen wir noch warten für den Rest. Stoppelbild sieht auch ganz gut aus. Stroh auch. Alles da, Leute, Stroh, dies, das, jenes. Spreuverteiler stelle ich nächste Woche noch ein bisschen ein und Häcksler, ein bisschen besser. Genau, und dann machen wir das nächste Woche. Also haben Färberdistel, dann haben wir schon mal einen Plan. Wie es dann weitergeht. Hier sieht man, hier hinten ist sie noch ein bisschen grün, auch grüne Blätter. Und ich glaube, dann können wir die andere da hinten auch gleich mitnehmen. Was jetzt natürlich ist, je länger man wartet, desto mehr kommen natürlich die Melde durch, ne? Ja, ein Dreckszeug, du. Früher war es ja bei sowas möglich, das Ganze tot zu spritzen.
Gerade hier bei so einem Problemfällen, ja, mag man davon halten, was man will. Ich meine, ich war eh nie so ein Fan davon. Aber bei sowas hätte man sich das vielleicht überlegen können. Ist egal, ist eh alles nicht mehr erlaubt. Von daher spielt das auch alles keine Rolle mehr. Und da hätte man das auch deutlich früher machen müssen, ne? Dass man wenigstens da 3 Wochen Karenzzeit einhalten kann. So, hier meine kleine Hanfschneise. Ging auch ganz gut. Da hinten kommt natürlich wie Wolle, was da rauskommt. Ja, so, wir bringen das jetzt erstmal weg. Das lassen wir ein bisschen hier an der freien Luft trocknen. Obwohl, das bisschen, das sind bestimmt 2 Tonnen, die ich jetzt hier gedroschen habe, eine Bahn hoch, ne? Alles klar. Leute, das war's in diesem Vlog. Wir sehen uns im nächsten wieder. Gucken, was wir denn machen. Ist auf jeden Fall spaßig. Wird nicht langweilig hier bei uns, ne? Gut, Leute, bis dann. Ciao, ciao.